Moin Moin aus dem Wunderland. Wir haben wahnsinnig viel die letzte Woche geschafft, mussten wir aber auch, denn immerhin wollen wir in 48 Stunden unsere wunderbare Kirmes eröffnen. Wir haben aber noch wahnsinnig viele Probleme. Es fahren die meisten Fahrgeschäfte jetzt inzwischen so, wie sie sollen. Andere müssen noch umprogrammiert werden. Wir haben noch nicht alle Lichter angeschlossen. Es sollen über 100.000 Lichter am Ende hier glühen. Und da ist noch viel zu tun. Wir sind ziemlich nervös, ob wir das bis Dienstag schaffen, glauben aber natürlich fest dran. Und was wir die letzte Woche geschafft haben, das schaut euch mal in unserem Update an. Wir hätten niemals für möglich gehalten, dass wir über ein Jahr für diese verrückte Kirmes brauchen, aber es ist ja nun mal so, wir sind Perfektionisten und ganz ehrlich, es tauchen auch immer wieder mal Probleme auf. Wir hatten aktuell Probleme mit der Wildwasserbahn, es tropfte Wasser durch, wir glauben, dass wir das gelöst haben, aber zur Sicherheit wird Arne sie nun versiegeln. Fadi und ich sind jetzt hier zum Wildwasserbahn fertig machen. Da muss jetzt noch ein bisschen Epoxidharz drauf, damit das wirklich wasserdicht ist und nicht irgendwo noch rauskleckert. Weil das Zeug aber also es ist sehr, sehr giftig. Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen und. Deswegen haben wir die Vollmontur an. Deswegen bleibt die Kamera auch gleich draußen. Und es ist relativ laut dort in dem Raum, weil es eben an dem Klimaraum ist, dass es schon rausgeblasen wird. Deswegen gibt es dann nur Zeitraffer-Video. Das Epoxidharz ist jetzt trocken. Wir können jetzt also endverkabeln. Hier sind schon so ein paar schwarze Strippen. Die kommen von den Motoren. Hier sieht man schon, unter der Karosse ist ein Motor. Hier kommt jetzt die Karosse, das mache ich mit Christian, eine helfende Hand. Christian, kannst du mal die Karosse draufstecken, während ich die Kabel hier so ein bisschen weghalte? Klar. Ja, ich will also so entlang fahren und jetzt einfach hier unten festmachen. Wir haben noch diese schwarzen Kabelbinder da. Guck mal, wenn wir den genau hier drunter festmachen. Ja, genau. Ja. Wenn es so ein bisschen eindreht, dann verschwindet das quasi von selbst. Ja. Guck mal da, weg. Ja, perfekt. So, soll ich jetzt deinen Finger an der Anlage festkleben? Ja. Okay, lüfte ihn mal ein bisschen. Ich fächer ein bisschen feuchte Luft. Ja, ist passt. Perfekt. Super. Für den Test nehme ich jetzt aus dem destillierten Wasserkanister Leitungswasser. Es kommt tatsächlich einfach aus dem Hahn, weil wir jetzt nur einen Test machen, ob das Epoxieren was gebracht hat, ob alles dicht ist, ob alles funktioniert und ob es tatsächlich dann so gemacht werden kann. Kipp du vorsichtig mal Wasser rein. Ich halte die Bahn hoch von hier aus. Kipp mal rein. So, guck mal, die gehen nämlich unter jetzt. Heb mal vorsichtig an und guck, ob er mit den Stiften, mit den Schrauben auf den Stiften sitzt. Nein. Kannst du ihn irgendwie so hinpositionieren, das? Ja, jetzt. Okay, hier auch. Genau. Gut. Hört sich auch gut an. Ja, es kleckert hier immer noch ein bisschen, aber... Okay, hier müssen wir noch mal unbedingt nachdichten. Mal kurz, hier ist eine Luftblase. Tja, so ist das halt. Man hat das eine Problem gerade gelöst und zack kommt das nächste hinzu. Aber wie wir unseren Arne kennen, er wird es hoffentlich bis Dienstag irgendwie lösen. Allerdings gibt es auch bei anderen Fahrgeschäften neue Probleme. Jetzt ist gerade David auf Fehlersuche. Ich bin in den letzten Zügen, das Fahrgeschäft Transformer fertig zu kriegen. Wie ihr seht, spielt sich hier wieder mal sehr viel mehr unterhalb der Anlage ab, als das, was man dann letztlich oben drauf sieht. Diese ganze Apparatur bewirkt, dass sich das Fahrgeschäft in 4 verschiedenen Achsen drehen kann. Also diese ganze Insel dreht sich, die Brücke fährt rauf und runter, die Gondel, diese Spinne hier dreht sich und die ganze Brücke dreht sich auch nochmal um diese Achse. Eigentlich war ich auch gerade eben komplett fertig damit, habe allerdings in den allerletzten Zügen noch irgendwo einen Kurzschluss drin, den ich jetzt gerade suche. Und sobald ich den gefunden habe, kann ich euch auch mal zeigen, wie sich das hier alles bewegt und was da so passiert. Aber vorher brauche ich Strom. Und da suche ich jetzt mal gerade, was los ist. Die Vermutung ist, dass das hier oben in dieser Lichtleiste liegt. Ich habe hier einzelne Widerstände, wo freie Lötstellen drauf sind und da ist irgendwas
was an das Bässchen kommt und die ganze Sache kurz schließt. Ja, und jetzt wackele ich die ganzen Kontakte mal frei. Das ist ein bisschen aufwendig, weil die teilweise eingeklebt sind. Ah ja, da sehe ich es schon. Das muss ich nochmal auflöten. So. Das ist der Widerstand. Der ist mir inzwischen durchgeschmort. Dann nehme ich einen neuen, gebe ein bisschen Lötzinn drauf, dass das hier glänzt und schön ist. Jo, jetzt habe ich einen Widerstand hier getauscht. Der hatte da offenbar einen Kontakt, wo er nicht Kontakt haben sollte. Und wenn jetzt das Licht angeht, funktioniert's. Sehr schön. Ja, jetzt sieht man es auch in seiner ganzen Pracht. Okay, jetzt wo wir getestet haben, dass alles funktioniert und alles noch durchbewegt haben, alle Kurzschlüsse beseitigt haben, brauche ich hier nur noch ein bisschen das Gewürz zu verstecken. Und dann ist das Ding fertig und kann rechtzeitig zur Eröffnung unserer tollen Kirmes auf die Anlage. Kurz vor so einer Eröffnung sind wir alle ehrlich gesagt ziemlich im Stress und es sind die schönsten Momente, wenn Dinge einfach fertig werden, von der Liste gestrichen werden können. Und wenn man sich unsere Kirmes jetzt anschaut, es leuchtet überall, es kommen immer mehr Fahrgeschäfte auf die Anlage, es lichtet sich also unser Kirmespuzzle langsam. Aber dann gibt es auch wieder diese Momente, wo man plötzlich ein riesengroßes Loch entdeckt. Und was es mit diesem großen Loch auf sich hat, das verrät euch jetzt Michel. Wir haben hier mal eine Austauschfläche eingeplant im Vorfeld für eine Achterbahn, die kommt oder nicht kommt. Das war immer sehr unklar, wussten wir nicht genau. Und wir haben die Platte oben fertig ausgeschmückt, das ist alles soweit vorbereitet. Nun kommt aber doch eine Achterbahn. Und die Platte, wie wir sie gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Es wird jetzt eine Austauschfläche, die muss natürlich anders angelegt werden. Und dann mache ich einfach eine neue und dann bauen wir da die Achterbahn drauf und dann tun wir die oben rein. So, und das bedeutet also, ich muss diese Platte einmal neu planen. Ich brauche die verschiedenen Kurven und sage dann quasi den Werkzeugen, wo sie da entlang fahren sollen. Dann wählen wir uns noch ein Werkzeug aus. Das ist in diesem Fall ein 6 mm Fräser, speziell für Holz. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, uns hier Bereiche auszuwählen, die wir dann ausfräsen wollen. Jetzt wird die Fräse noch einige Zeit brauchen, die neue Platte fertigzustellen und in der Zeit hat sich Felix die alte Platte geschnappt, die eigentlich schon mal fertig war. Ich helfe Michel bei der Nachrüstung unserer Kirmes, denn wir bauen hier noch eine Achterbahn rein und das hier ist die Fläche, wo sie hinkommt. Dementsprechend muss hier alles wieder abgemacht werden, was hier mühsam aufgeklebt wurde. Ich versuche natürlich schon, die Sachen wieder zu verwenden, aber manchmal ist so viel Kleber drunter, dann geht's nicht, ne? Da blutet einem das Herz, deswegen gehen wir lieber schnell zurück zu Michel und schauen mal, wie weit er ist. So, die Platte ist jetzt fertig, also zumindest von der einen Seite. Wir müssen jetzt noch einmal drehen, neu zentrieren und dann ein neues Programm schreiben für die Taschen von der anderen Seite, dass die Fahrgeschäfte auch wieder reinpassen. Und dann können wir anfangen mit dem Straßenbelag. Die Platte ist soweit vorbereitet. Hier gibt es allerdings in den Ecken noch diese Fräsradien. Das habe ich mir ja vorhin mit dem Stichel angezeichnet oder markiert, wenn man so will. Das steche ich jetzt einmal nach. Damit nachher da alles reinflutscht, wie es soll. Ich schneide jetzt einmal die ganzen Splitter ab, reicht die Kante so ein bisschen. Dann haben wir es oben einfacher, da verletzt man sich nicht dran. Ist einfach dann schön. Ja, geil.
Auch wenn man das perfekt geplant hat, ist man ehrlich gesagt etwas nervös, wenn man so eine Platte einlässt. Man sieht es eindeutig in Michels Gesicht, wie erleichtert er war. Es passte wie die Faust aufs Auge und jetzt können wieder Fahrgeschäfte eingesetzt werden. Wenn man ein Fahrgeschäft auf die Anlage platziert, heißt es aber noch lange nicht, dass es leuchtet. Es muss natürlich auch noch angeschlossen werden. Und da ist Kenny die nächsten Tage dabei und was da alles zu tun ist, erklärt er euch am besten selbst. Also aktuell sind wir hier am Verkabeln und am Verdrahten. Ich denke mal, dass wir hier so gute 4-5 Tage mit beschäftigt sein werden. Der Vorteil hier dran ist, viele Sachen sind vorbereitet. Die ganzen Fahrgeschäfte sind alle schon fertig konfiguriert. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Kabel verlängern, die auf die Karte führen. Und dann kommt aber noch die Programmierarbeit. Das werden auch noch mal so 2-3 Tage werden, um alles ans Laufen zu bekommen und dass das dann am Ende nachher auch ein schönes Gesamtbild ergibt. Gerade bei so großen Fahrgeschäften wie hier, wo wir verschiedene Motoren in Abhängigkeiten zueinander schalten müssen oder ansteuern müssen, da müssen wir halt gucken, dass das Timing passt, dass die Abläufe stimmen, dass das Licht auch zu den Bewegungen nachher passt. Da sind so, ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber das ist nicht unmöglich. Es ist zwar noch wahnsinnig viel zu tun, aber das Fazit ist inzwischen klar, wir werden das irgendwie bis Dienstag schaffen und dann ist endlich diese verrückte, gigantische Kirmes fertig und ihr könnt sie euch anschauen. Das wäre auch unser großer Wunsch, wenn ihr die Chance habt, guckt es euch live an. Kein Bild dieser Welt kann das rübergeben, was wir hier erschaffen haben. Wir sind mächtig stolz darauf und falls ihr die Gelegenheit nicht habt, wir werden natürlich noch ganz viele Videos darüber drehen und in nächster Zeit veröffentlichen.